Hallo liebe Motorradfreunde, heute geht es um den BMW 328 CI. Bleibt dran! Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen BMW von der Firma Kyosho, ein 1:18, und zwar ist es der 3er Coupé 328 CI. Und hier sehen wir schon die Box. Ja, nicht großartig spektakulär, ist grau. Hier sehen wir noch die Bezeichnung. Und das war's. Und ich packe den Wagen für euch aus. So, hier ist das Coupé befreit. Und wir schauen uns natürlich wie immer erstmal die Front an. Und die ist natürlich BMW-typisch, ne, ist klar. Aber dennoch ein sehr zeitloses Design, meiner Meinung nach. Schauen wir uns hier erstmal die Nieren an. Ich bitte übrigens die Lichtverhältnisse zu entschuldigen. Hier die Sonne geht und kommt immer wieder mal. Also wie gesagt, hier vorne haben wir die zwei BMW-Nieren und ich finde natürlich, dass die viel besser aussehen als die aktuellen. Die aktuellen sind mir eigentlich viel zu groß. Sieht meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr schick aus, sondern einfach nur extrem klobig. Blinker sind hier sehr markant, finde ich. Sieht aber auf jeden Fall jetzt nicht übel aus. Klarglas-Scheinwerfer sind hier auch vorhanden. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Hier unten die Nebelscheinwerfer, ebenfalls angebracht in den Wagen. Wie gesagt, das Modell ist von Kyosho, ja, Maßstab 1:18, aber das seht ihr ja selber. Meiner Meinung nach auch eine sehr schöne Farbe, ja, dieses dunkelgrün Metallic. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Den Motor haben wir uns noch nicht angeschaut, das tun wir natürlich jetzt auch noch. So. Ich hoffe, der hält. Und der ist auf jeden Fall auch sehr gut umgesetzt, finde ich. Also hier sind sogar Kabelstränge mit dabei. Der Motor selber kann man gut erkennen, drin steht natürlich BMW drauf. Ist übrigens ein 6-Zylinder, ne, wegen seiner 328 CI. Also hier hinten auch noch ein kleiner Deckel, ist sogar farbig angemalt. Ja, hier innen drin wurde auch lackiert sogar mit den Stoßfingern drunter. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und schauen wir uns mal die Seite an. Und hier sehen wir, warum ich den Wagen eigentlich bevorzuge. Und meiner Meinung nach auch eines der schönsten BMW ist. Und zwar, das ist einfach ja diese Form dieses Coupés, ja. Also es ist irgendwie zeitlos, finde ich. Die Felgen passen meiner Meinung nach auch sehr gut zu dem Fahrzeug. Hier sind noch Chromlinien mit im Fahrzeug mit eingearbeitet. Hat auf jeden Fall Stil. Und ist von Kyosho hier auch sehr gut gemacht worden, finde ich. Was ich übrigens noch gut finde, ist, dass in den Fronttüren natürlich auch Scheiben drin sind. Ja, bei manchen Coupés wird das ja weggelassen, aber ich finde, das muss auf jeden Fall mit rein. Und wir schauen uns natürlich das Heck an. Sehr BMW-typisch natürlich, hier mit den klassischen BMW-Rücklichtern. Gefällt mir auf jeden Fall auch ganz gut. Eine Sache muss ich bemängeln, hier das rechte Licht ist etwas schief angebracht, das finde ich jetzt nicht so gut. Dafür ist der Auspuff hier unten angebracht und sieht auch ganz gut aus. Verchromt natürlich. Das BMW-Logo sehen wir natürlich in der Mitte und den Schriftzug 328 CI. Und das war damals übrigens um die 2000er wurde das Ding gebaut und das hatte, glaube ich, 196 oder 94, also auf jeden Fall fast 200 PS. Und das ist schon ganz ordentlich für das Teil. Es wiegt zwar auch ein bisschen, aber es ist schon okay. Ja, schauen wir mal in den Kofferraum rein. Ja. So, und was sehen wir hier? Helle Ausstattung. Ja. Helle Ausstattung im Kofferraum ist natürlich sehr schön anzusehen. Und hier auf der Seite können wir sogar noch erkennen, dass hier ein Warndreieck mit eingebaut worden ist. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ist auf jeden Fall sehr detailliert, kann ich auf jeden Fall nichts sagen. Gefällt mir. Ja, die Scharniere hätte man vielleicht ein bisschen filigraner machen können, beziehungsweise ich weiß es nicht, wie es im Original genau aussieht. Ich glaube, die sind etwas kürzer natürlich. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, also Kofferraum mit heller Innenausstattung, mit Teppichverkleidung. Schauen wir uns den Innenraum natürlich jetzt mal an. Andere Seite natürlich auch noch. Und wir können schon sehen, das ist natürlich hier extrem sexy, wie ich finde. Helle Ausstattung, ihr wisst ja Bescheid, ne? Das gefällt mir natürlich sehr gut. Auf der anderen Seite vielleicht auch mal reingucken. Also hier, es sieht auf jeden Fall sehr edel aus.
Also ich würde den Wagen echt sofort nehmen. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Teppichimitat ist natürlich auch ausgelegt worden. Die Tür sieht auch sehr detailliert aus. Ja. Mit Holzverkleidung. Gefällt mir natürlich auch sehr gut. Ja. Und drinnen sieht man Schalter überall. Sehr detailliert gemacht worden. Gefällt mir auf jeden Fall. Und innen drin sieht man auch ganz viel Holzverkleidung. Das ist auf jeden Fall sehr edel. Ja. Und passt auf jeden Fall auch sehr gut zu dem Fahrzeug. Ja. Fahrerseite nochmal gezeigt. Auch sehr, sehr edel. Ja. Ja. Was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Würde mich wirklich mal interessieren. Gefällt euch dieser Wagen? Wie seht ihr das? Findet ihr die neuen BMWs schöner? Die älteren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde ich wirklich gerne wissen wollen. Abonniert meinen Kanal. Drückt natürlich die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao.